Heute zeige ich euch, wie ich diese super leckeren Apfelringe in Blätterteig gebacken habe. Und wem das Ganze zu süß ist, der darf gerne auf mein Buch zurückgreifen, Frisches Brot. Darin findet ihr nicht nur meine besten YouTube-Rezepte, sondern auch ganz exklusiv Rezepte, die ihr nur in dem Buch findet. Das bekommt ihr bei Amazon, Thalia und in jeder Buchhandlung, online und vor Ort. Ihr nehmt ein bisschen Zucker und mischt das mit Zimt. Dann braucht ihr einen möglichst großen Apfel, der sollte schön breit sein. Ich habe jetzt 2 Äpfel zubereitet und die schäle ich. Wer mag, kann die Schale natürlich mitessen. Als nächstes stechen wir das Kerngehäuse aus. Ich habe dafür einfach so eine Ausstechform genommen. Die Form sollte allerdings nicht zu klein sein, weil wir hinterher nicht genug Platz zum Wickeln haben. Möglichst mittig platzieren und ausstechen. Ihr könnt das Gehäuse aber natürlich auch mit einem Messer ausschneiden. Dann brauchen wir Blätterteig und das schneide ich mir in kleine Streifen zurecht. Als nächstes wende ich meine Apfelstücke in der Zimt-Zuckermischung und platziere die erstmal auf dem Backblech. Dann nehme ich meinen ersten Apfelring und einen Streifen Blätterteig. Und den wickel ich jetzt hier einfach um meinen Apfel. Deshalb sollte die Öffnung nicht zu schmal sein, sonst kommt ihr da schwer durch. Und dann einfach den nächsten. Wenn ihr den ersten Ring umwickelt habt, legt ihr das auf ein Backblech. Und dann macht ihr mit den anderen Apfelringen weiter. Ich habe meine Apfelringe jetzt mit Blätterteig ummantelt. Und dann gebe ich das nochmal in den Zucker, einmal von unten und einmal von oben. Und den letzten. Meine Apfelringe sind jetzt fertig. Die müssen gar nicht so perfekt aussehen. Ihr werdet gleich sehen, wenn die gebacken sind. Mein Backofen habe ich vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze und darin wird das jetzt für 20 Minuten gebacken. Meine Apfelringe sind leicht ausgekühlt. Schaut mal, wie lecker das aussieht. Die dürfen nicht zu heiß sein, sonst verbrennt ihr euch. Aber wenn die leicht ausgekühlt sind, so, ich beiß jetzt mal rein. Und jetzt schaut da mal rein, sieht das nicht lecker aus? Knusprig süßer Blätterteig und da innen der leckere Apfel. Super schnell gemacht, wenn Besuch da ist. Kurz auskühlen, auf den Tisch stellen und genießen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Dann lasst mir bitte ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal.